Extremer Schmuckfimmel. Mental Overload. Realitätsflucht. Musikalische Seitensprünge. Erstmal die Personalien. Familienname? Said. Said. Vorname? Fatma. Nationalität? Ägypten. Geburtsort? Kairo. Lieblingspyramide? Lieblingspyramide ist Ja, ist wichtig, dass wir das wissen. die zweite. Ich weiß nicht, wie sie auf Deutsch heißt. Khafra heißt sie auf Arabisch. Instrument? Stimme. Erster Vorwurf, Fatma Said, Mental Overload. Ich habe hier ein Beweismittel zugespielt bekommen von unseren Informanten. Sie brauchen für alles To-Do-Listen und auch für Dinge, die Sie schon erledigt haben. Wir müssen dringend Ihr Gedächtnis checken und haben auch die Sorge, dass Sie sich da zu viel zumuten. Liegt hier Mental Overload vor? Haben Sie zu viel in Ihrem Kopf? Ja, ich habe zu viel in meinem Kopf. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich das nicht aufschreibe, werde ich es vergessen, auch die kleinsten Sachen. Und deshalb schreibe ich fast alles auf. Also manchmal gehe ich so mit meinem Kalender zurück vor 7 Jahren an einem Montag irgendwo im Jahr und da steht das zum Beispiel so, heute hatte ich Bauchschmerzen. Das schreibe ich auch auf. Das steht auch auf einer To-Do-Liste Ja, drauf. alles, was so passiert auch. Es ist dann quasi eine Art Tagebuch als To-Do-Liste, oder? Beides. Und was steht dann jetzt heute mit dem Besuch hier? Was würde dann im Kalender stehen heute Abend? Heute Abend was, ja, ja, wahrscheinlich so zurück aus München. Und Ja, vielleicht zurück aus München. Vielleicht, ja, wer weiß. Ja. Wir machen uns bei all diesem Mental Overload wirklich Gedanken um Ihr Gedächtnis und auch um Ihren Gesundheitszustand. Ich habe hier 3 Stellen aus Ihrem Repertoire. Ich singe die kurz an und dann, wenn Sie einfach weitermachen würden. Nimmer kommt ihr Wonnestunden. Meinem Herzen näher zurück, meinem Herzen, meinem Herzen. Ja, das war jetzt sehr frei da, aber Sind ja viele Noten. sind viele Noten. Ein paar werden schon bestimmt. Nächste. Soumis silence contraint un désir. Das habe ich vor 5 Jahren gesungen. Ich kann mich an Musik erinnern, das ist eine gute Gedächtnis. Habe ich auch auf Italienisch gesungen. Auf Italienisch, ach so, ja, jetzt gibt's auch. Beides, aber ich kann mich nicht so gut erinnern. Das war von Gluck, Amor, auf Orpheus und Eurydike. So, der letzte, auf den kommt es jetzt an. Da müssen wir jetzt mal gucken. Wir gehen ins deutsche Fach. Das ist viel besser. Da unten im Tale läuft's Wasser so trüb. Und ich kann's dir nicht sagen, ich hab dich so lieb. Nächster Vorwurf, extremer Schmuckfimmel. Fatma, Sie tragen auch heute wieder Schmuck, man sieht es hier an den Ohren. Die Uhr ist schon auch so ein bisschen exquisierter. Sie gehen auch nie ohne große Klunker auf die Bühne. Ja, also hier hängt immer irgendwas am Ohr. Ja. Auch da drüben ist so statt quasi Kleidung einfach riesigen Schmuck über die Schultern. Und das, was Sie heute anhaben, haben Sie da Quittungen, Belege, dass Sie das ist Ihnen meins. gehört? Ja, das gehört mir. Sicher? Ja. Haben Sie da irgendwie Belege, Rechnungen? Ja, jetzt gerade nicht, aber vielleicht zu Hause, ich weiß nicht. Das sagen, Ja, ich habe auch viele Belege zu Hause. Ich glaube, Vielleicht. Markus, da müssen wir mal den Schmuck kurz einkassieren, bitte. Weil das müssen wir erst überprüfen, dann kriegen Sie ihn erst wieder zurück. also wir haben ja auch. So, okay.
Sowas macht man in einem Flughafen, Wieso? nicht in einem Verhör. Wenn Sie so fragen, so, ja, jetzt müssen wir das überprüfen und Uhr gib auch, uns Sachen. Und Die Uhr bitte auch noch. die Uhr. Ja. Warum die Uhr? Das habe ich als Geschenk bekommen. Dafür habe ich keine Quittung. Von wem? Von meinem Onkel. Er hat alle Belege, die Sie sich vorstellen können. Ja. Das finde ich nicht in Ordnung, Ja, aber so ist es. aber okay. Wir wollen noch mal trotzdem testen, ob Sie sich gut mit Schmuck auskennen, ob Sie Billigschmuck von echtem Schmuck unterscheiden können. Okay. Aber das macht für mich keinen großen Unterschied. Ja, aber trotzdem, man muss sich ja auskennen. Also, was davon ist teuer und was davon ist Modeschmuck? Also was kann meine Großmutter besser beantworten? Ist die Dealerin in der Familie? Ja. Wenn das Diamanten sind, die leuchten nicht so richtig. Und ich mag Sachen, die leuchten. Und Diamanten sollen leuchten. Das leuchtet nicht. Also das würde ich nicht antragen, da würde ich dann denken. Und das leuchtet auch nicht. Diamanten sollen. Strahlen. Ja. Ich bin keine Profi. Und ich trage wirklich Schmuck, das mir gefällt und nicht Schmuck basiert auf wie teuer das ist. Und noch niemals so ein Schmuckstück eingesteckt? Eingesteckt? Ja, so. Nein. Weil so ein Ring ist ja schnell in der Tasche. Ja, aber das tue ich nicht in die Tasche, nee. Nächster Vorwurf, musikalische Seitensprünge. Ich habe hier mal auch ein Beweismittel. Die 90er wollen ihre Musik zurück. Ich bin es ja gewohnt, dass Sängerinnen und Sänger auch mal so ein leichteres Album machen, aber das hier, wie viel Geld gab es dafür? Kein Geld, Kein Geld. Warum haben Sie es gemacht? weil es Spaß macht. Wie weit würden Sie da musikalisch gehen? Wo sind die Grenzen Ihres Geschmacks? Mein Geschmacks Ja. oder meines Singens. Also musikalischer Geschmack. Ich denke immer ausprobieren. Man hat nichts zu verlieren, wenn man ausprobiert. Und so Blümchen, Bumerang? Wie bitte? Blümchen, Bumerang, kennst du noch? Ja, wie ein Bum, 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 Bumerang komme ich immer wieder bei dir an. Das kenne ich nicht. Ja, das ist gleiches Jahrzehnt. Gleiches Jahrzehnt, ja. Nee, das kenne ich nicht. Trotzdem noch eine Nachfrage, warum dann nicht gleich Popsternchen? Es gibt ja so viele klassische Sängerinnen. Also es gibt mehr Popsternchen. Ja, aber die einigermaßen singen können. Ich hatte wirklich keine richtige Chance auf die Bühne, außer so eine Chance, mich öffentlich mit meiner Popstimme zu zeigen. Ich fühle mich aber sehr wohl mit der Stimmtechnik, die ich für das klassische Musik habe. Und deshalb kann ich mir Pop jetzt gerade nicht vorstellen. Aber warum nicht in die Zukunft? Also mit Freunden in Karaoke-Bars, da singe ich Pop. Und da würde ich nie Oper singen, da singe ich nur Britney Spears. Ah. Was von Britney Spears? Oh, baby, baby, how was I supposed to know? Ja. Auch schön der Klang, auch schon. Ja, ist gut, ist gut. Ich sehe da viel, also auch so dieses Nasale, ist schön, ja, sehr schön. Nächster Vorwurf, Realitätsflucht. Weil ihr eigenes Leben anscheinend zu langweilig ist, flüchten sie sich immer wieder in Fantasiewelten. Sie suchten Bachelor, Sommerhaus der Stars, Prince Charming, Temptation Islands, Ex on the Beach, diese ganzen Trash-Formate. Haben Sie da nicht Angst zu verblöden? Nein, ich denke nicht. Erstmal schaue ich nicht all diese Sachen. Ich habe Bachelor 2 Saisons nur gesehen. Nur 2. Nur 2, ja. Ich habe Love is Blind gesehen, das war auch eine Reality-Show. Man vergisst manchmal so eine Stunde alles andere und man geht in einer ganz anderen Welt, in der man wahrscheinlich nie gehören wird. Und man schaltet ab. Ja, aber hätten Sie nicht Lust, selber mal daran teilzunehmen? Nein, ich bin zu privat dafür. Ich kann das nicht, so offen zu sein vor einer Kamera die ganze Zeit. Und ich bin zu privat dafür. Da fühle ich mich nicht so wohl. Aber es ist Geld.
Es ist Geld. Es ist Ruhm. Es gibt sehr viel, das man machen kann für Geld. Ja. Ja, das stimmt auch wieder. Also, jetzt mal zusammenfassend. Dirk Luck. Also Wackelig, aber die anderen waren ganz safe. gut. Also das Gedächtnis schauen. Schmuck finde ich sehr verdächtig. Das hört sich nach Kartell an. Die Oma zieht da die Fäden und dann die Familie verteilt, Ja. international. Vielleicht noch eine Quittung, vielleicht zu Hause. Frau Said, Sie kommen hier raus. Aber es gibt natürlich schon eine Strafe. Wir haben Sie gleich angemeldet in der neuen Bachelor-Staffel. Vertrag ist schon unterschrieben. Die heißt Island voller Geigen. Und damit Sie sich jetzt nicht nach Ägypten oder sonst wohin absetzen, ist der Bachelor heute hier und nimmt Sie direkt mit. Da ist er, Manuel in dieser Staffel. Bitte einfach. Hallo Fatma. Ich freue mich, dass du dieses Jahr dabei bist. Danke. Darf ich dir die Rose geben? Dankeschön. Danke. Viel Spaß auf dem Island voller Geigen. Bitte schön. Danke. Lass gehen. Überrumpelt? Ja. So. Kam plötzlich, nicht wahr?